Fortpflanzungsschädigende Wirkungen. Hallo, so beautiful. Ein Deo ohne Aluminium zu finden, das wirklich gegen starkes Schwitzen hilft, gegen nasse Achseln, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe wirklich einige Jahre gebraucht, bis ich jetzt für mich das perfekte Deo gefunden habe. Ich möchte dir 3 Deos ohne Aluminium vorstellen und zu allen meine Langzeiterfahrungen und mein Fazit abgeben. Zu jedem auch mein Pro und Contra. Jetzt geht's los mit dem ersten. Das ist das Rexona Quick Dry Pure Fresh 0% Aluminium und extra fresh. Außerdem heißt es 48 Stunden Deodorant. Ja, okay. Soll das heißen jetzt 48 Stunden Trockenheit? Quick Dry heißt für mich, es soll schnell trocknen. Das hier ist erstmal ein Roll-On. Kennen wir alle. Hier ist ein Ball dran. Es wird damit ein flüssiges Deo aufgebracht. Kostet um die 2 Euro, ist damit echt nicht teuer. Und ich habe es ausprobiert, weil ich bisher immer ein riesen Rexona-Fan war. Ich hatte den Rexona Stick, den festen Antitranspirant, mit dem waren meine Achseln immer bombentrocken. Und in diesem ist eben Aluminium gewesen, aber jetzt ist Schluss und seit einem halben Jahr bin ich von Aluminium weg, kann ich einfach mal so sagen. Es ist ja schon fast wie eine Sucht, weil man einfach trockene Achseln haben will. Deswegen bin ich hier auf Rexona gekommen. Bei dem Deo Roll-On stört mich erstens, es ist sehr, sehr feucht auf der Achsel. Also es heißt zwar Quick Dry, schnell trocknend, allerdings dauert es schon so 10 Minuten, bis es wirklich trocken ist. Der Geruch ist sehr gut. Also es riecht sehr nach diesem, ja, wie schon die Farbe Blau sagt, so diese blaue Frische. Dieser Deo-Geruch, den man so von Rexona auch kennt, das riecht sehr gut, aber es riecht so stark danach. Also wenn ich den auftrage, dann rieche ich das den ganzen Tag und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, den ganzen Tag nach meinem Deo zu riechen. Denn dafür habe ich ja ein Parfum. Das ist natürlich in Ordnung, wenn man dann schwitzt, aber wenn man es die ganze Zeit so in der Nase hat, gefällt mir das nicht. Zu den Inhaltsstoffen, die schauen wir uns jetzt an. Und wir sehen natürlich, klar, es ist ohne Aluminium, es ist auch ohne Silikone, Parabene, PEGs und so weiter. Trotzdem sind bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten, was mir gar nicht gut gefällt. Ich habe die Inhaltsstoffe selber eingetragen. Ihr kennt nicht alle, die hinten auf der Liste draufstehen, aber was auffällt, ist hier dieses Butylphenyl. Und zwar ist das ein synthetischer Duftstoff und der ist sogar ab März 2022 in der Kosmetik verboten. Ich denke mal, dass sie es dann nach und nach hier auch rausnehmen werden, dass die nach März verkauft wurden, das auch nicht mehr enthalten. Aber es ist natürlich sehr krass, dass ich jetzt hier noch ein Produkt daheim habe und auch noch benutzt habe, das einen Stoff enthält, der jetzt schon verboten ist. Das macht mir kein gutes Gefühl. Hohes Reizungs- und Allergiepotenzial und außerdem fortpflanzungsschädigende Wirkungen. Ja, sehr schön. Und außerdem ist hier noch was Zwiegespaltenes drin, Kumarin, wo der Zusammenhang zwischen Krebs und Leberschäden mit dem Stoff, vor allen Dingen durch die Aufnahme von kosmetischen Produkten, gar nicht mal geklärt ist. Deswegen ist das hier von den Inhaltsstoffen schon mal nicht zu empfehlen. Von der Wirkung muss ich sagen, am Anfang war ich erstmal sehr begeistert davon, weil es gut riecht. Allerdings hält es nicht so lange. Ich fange dann trotzdem an zu schwitzen und zwar wieder mit Feuchtigkeit unter der Achsel, was mir gar nicht gefällt. Ich habe da ein großes Problem damit und der hält einfach nicht trocken. Gestank entwickelt sich nicht so, denn es riecht da selber so stark, dass man gar keine Chance hat, drüber zu riechen, denke ich mal. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Das ist bei mir durchgefallen. Kommen wir zum nächsten. Da habe ich so eine kleine Probiergröße gekauft. CL Mein Deo ohne Aluminium und ohne Zink und das ist zum Sprühen. Was mir auch gefallen hat, man steht ja immer im Laden und ist dann auch wahllos und solche Stempel wie hier dermatologisch getestet, sehr gute Hautverträglichkeit. Ja, die sprechen dann an und dann nimmt man das doch mal mit. Der Preis war auch nicht so hoch, das war ein Probierfläschchen, ich glaube so um die 1 Euro. In der großen Größe habe ich gerade gesehen, beim Müller so 3,50 und beim DM so 3,20 ungefähr. Dieses Deo, da ist auch noch ungefähr so viel drin, habe ich ein paar Mal verwendet und ich habe einfach keine Wirkung gemerkt. Es ist sehr nass auf der Haut, es dauert lang, bis es einzieht. Der Geruch, den weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, der Geruch ist sehr gut, so pudrig, blumig. Dennoch habe ich einen sehr starken Schweißgeruch damit entwickelt. Das ist einfach nicht geeignet. Und ich habe keinen Alltag, wo ich zum Beispiel handwerklich, körperlich arbeite. Trotzdem entwickle ich in meinem Alltag genug Schweiß, dass ich damit anfange zu riechen. Also das ist bei mir sowas von haushoch durchgefallen. Das war auch das erste, das ich gekauft hatte und dadurch war ich dann schon demotiviert, was diese ohne Aluminium-Deos angeht. Ist mir, glaube ich, mein Mikro abgestürzt.
Ich hoffe, der Ton war nicht allzu schlecht. Die Inhaltsstoffe sehen auf den ersten Blick ganz okay aus. Hier sind wieder keine PEGs, keine Parabene, Silikone, Mineralöle oder so weiter drin. Auch kein Aluminium natürlich, auch kein Mikroplastik. Dennoch gibt es Inhaltsstoffe, die bedenklich sind. Und das ist hier Propylene-Glykol. Das ist ein synthetisches Lösungsmittel, das Reizungs- und Allergiepotenzial fördert und möglicherweise, steht hier, toxisch oder gesundheitsschädlich ist. Das ist noch gar nicht untersucht, würde ich dann auch einfach nicht mehr weiternehmen. Auch das wird sofort entsorgt und weggeschmissen. Und das dritte Deo ist ein fester Stick, so eine cremige Konsistenz, und der ist von I&M. Das ist eine Firma, die Naturkosmetik herstellt. Der hat den weitaus höchsten Preis. Schön an dem Ganzen ist, es ist aus einer Papierverpackung. Hier ist nichts aus Plastik, auch nicht innen drin. Das funktioniert komplett plastikfrei. Und du siehst es vielleicht schon, es ist ganz oben angekommen. Also ich kann nicht mehr weiter drücken. Dieses Deo ist jetzt am oberen Ende angekommen und somit fast aufgebraucht. Ich denke, das sagt schon alles. Ich habe das mit Abstand am häufigsten verwendet. Erstmal, wenn man es aufträgt, finde ich es am Anfang, fühlt es sich sehr hart an. Aber mit der Hautwärme, also wenn du es kurz an der Achsel hältst, schmilzt es. Es wird wirklich so eine wachsige Konsistenz, wie so eine Creme. Und du kannst es dann schön auftragen. Das hat mich am Anfang irritiert, aber dann habe ich mich dran gewöhnt und habe gemerkt, es geht super einwandfrei. In der ersten Woche hatte ich das Gefühl und habe mich sehr geärgert, es hilft dir überhaupt nicht. Denn ich hatte das Gefühl, dass ich so einen komischen Schweißgeruch entwickle. Aber das war eigentlich nur die Umstellung und die Gewöhnungsphase, glaube ich zumindest, denn danach war es vorbei und ich benutze es jetzt 2 oder 3 Monate, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, auf jeden Fall sehr lang und jeden Tag. Und das hilft bombastisch. Vor allen Dingen bleibt die Achsel trocken. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich sehr nasse Achseln hatte mit dem anderen Deo. Das war mit dem hier gar nicht mehr der Fall. Sie sind damit wirklich den ganzen Tag trocken. Ich habe keinerlei feuchte Schweißflecken und auch keine gelben Flecken hier unter der Achsel. Ich hoffe, man kann es sehen, dass es schön sauber ist, und ich trage die Bluse jetzt schon 8 Stunden den ganzen Tag. Auch Sport und einen ganzen Tag Arbeit schafft dieses Deo, ohne dass sich komische Gerüche entwickeln. Und jetzt möchte ich gar kein anderes mehr. Also ich werde mir das nachkaufen. Ich habe hier Flower Power. Ich muss sagen, man riecht es nur am Anfang beim Auftragen, dann über den Tag gar nicht mehr. Das finde ich sehr angenehm. Jetzt schauen wir uns die Inhaltsstoffe noch davon an. Auf den ersten Blick sieht man schon, es sind keine bedenklichen und keine sehr bedenklichen Sachen hier drinnen. Alles ist grün und auch wieder ohne PEGs, Parabene, ohne Mineralöle, Silikone und Mikroplastik, Aluminium und so weiter. Also das ist sehr, sehr gut. Parfüm ist anscheinend enthalten und da steht auf der Verpackung einfach nur Parfüm. Da ist nicht genauer angedeutet, welches es ist. Gibt es natürlich auch schädliche Varianten. Das kann man hier natürlich nicht sehen. Von diesen 3 Deos ist deshalb das hier mein absoluter Sieger von diesem Vergleichstest und von meinen eigenen Erfahrungen, und zwar Langzeit. Ein kleiner Nachtrag zu dem Video. Ich war nämlich gerade im DM und wollte den I&M Deo Stick nachkaufen und dabei wurde ich total enttäuscht, denn den gibt es jetzt nicht mehr beim DM. Ich war auch bei Müller, auch da gibt es ihn nicht, beim Rossmann auch nicht. Ich habe wirklich alles durchsucht. Alternativ gibt es da jetzt eine Creme, die man aber dann mit der Hand auftragen muss. Das ist mir ein bisschen unangenehm, deswegen wollte ich das nicht. Online gibt es diesen Deo-Stick noch, den verlinke ich dir. Und jetzt habe ich aber ein anderes Deo. Da hatte ich einen Tester schon. Muss ich dazu sagen, habe ich jetzt schon innerhalb der letzten 2 Wochen getestet. Und das habe ich mir jetzt alternativ nachgekauft. Und das ist so gut. Was mich daran stört, ist natürlich die Verpackung. Es ist ja ein Spray. Das gefällt mir nicht so gut, aber man kann immer nicht alles haben und mir ist es einfach wichtig, dass sich kein Geruch entwickelt, dass ich wirklich einen ganzen Arbeitstag 10 Stunden lang keinen Geruch und keine Nässe unter den Achseln habe, denn das hasse ich. Das hält, sagt hier 48 Stunden und ich bin da immer total skeptisch. Ich glaube das immer nicht, aber es stimmt tatsächlich. Das hält so lange und man stinkt absolut gar nicht. Deshalb bin ich jetzt sehr froh damit, denn das ist günstiger als das von I&M. Riecht auch viel, viel besser. Riecht fantastisch. Es gibt es in verschiedenen Gerüchen und hier schreiben sie sogar, dass es inspiriert von einem Premium Fragrance ist, also von einer Premium Parfümmarke, höchstwahrscheinlich nachgemacht. Ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich mir nichts Schädliches mehr zuführen möchte. Welche Erfahrungen hast denn du gemacht mit aluminiumfreien Deo? Das würde mich und ich denke uns alle sehr interessieren, und welches ist dein Favorit? Und in dem Video erzähle ich dir Gründe, warum du mit einer Hautpflegeroutine Geld sparen kannst. Klick dich da gleich rein und wir sehen uns in diesem Video. Bis gleich. Ciao!